Ja, so, wir sind nun am letzten Teil der AIDA-Weltreise angekommen, wo ich über die Begegnungen spreche. Wie gesagt, war leider ein bisschen ein längerer Film, deshalb habe ich ihn durch 3 geteilt. Ich hoffe, auch der letzte Teil gefällt euch noch. Es geht, wie schon im letzten Teil erwähnt, noch um Gäste, die ich getroffen habe. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn euch die ganze Reihe gefällt und ich das weiterhin machen soll, vielleicht mit anderen Reisen, ich habe natürlich noch viel mehr Reisen gemacht, dann lasst doch einen Daumen hoch da oder schreibt einen Kommentar. Also genießt diesen Film und habt Spaß! Und dann zuletzt sehen wir hier noch ein Foto von einem lieben Gast. Ich habe ein paar Gäste kennengelernt, ich werde die jetzt auch noch ein paar Fotos von ihnen erwähnen. Das ist das erste. Mit sie habe ich eigentlich hauptsächlich im Selection Restaurant getroffen. Ich glaube, sie sah mich immer, wie ich alleine da bin und esse. Und irgendwann kam es dann einfach dazu, dass sie gesagt hat, sitz doch zu uns beiden und isst mit uns. Und so entstand das eigentlich, dass immer, wenn das Thema Steakhouse war, wir eigentlich zusammen einen Tisch hatten. Obwohl ich eigentlich alleine reiste, hatten wir dann einen Tisch zu dritt. Also sie und ihr Mann waren gerade da. Und so entstand auch dieses Foto mit der lieben Botschaft darauf. Das war echt richtig cool. Dann natürlich ein Liebespaar, das ich unbedingt erwähnen muss. 2 unglaublich nette Personen. Der liebe Herr hat mir auch das Intro gemacht, also das ihr gerade in jedem Film seht eigentlich. Also seit Beginn, ich glaube ganz am Beginn war es noch nicht so, weil ich glaube, das Video bekommen habe in Australien, hat er es glaube gemacht oder so von mir, wenn ich es nicht ganz täusche. Das Logo musste ich irgendwann wechseln, weil ich herausgefunden habe, das Logo ist nicht ganz legitim, aber das Intro habe ich von ihm bekommen. Und wir haben per Zufall öfters mal eine gemeinsame Ausflug gemacht. Man merkt halt, wenn man gleiche Interessen hat und 4 Monate unterwegs ist, ist die Chance groß, dass man auch immer wieder mal auf die gleichen Leute trifft, weil man halt zum Beispiel gerne Tiere beobachtet. Menschen, die Tiere nicht gerne beobachten, sieht man dadurch viel weniger, weil man halt nicht dieselben Interessen hat. Und das war ein richtig cooles Team. Also ja, das war richtig cool. Und zwar einmal sogar, das sind nämlich die nächsten 2 Fotos, da wurde die Kangaroo Island storniert, weil es gebrannt hatte. Und wir haben, ich glaube, sowas wie Adelaide angefahren und sind dann auf eigene Faust in den Zoo. Das heißt, die 2 und ich, sie hat mich gefragt, ob ich mit will, habe ich gesagt, ja klar, komme ich doch. Und sind dann zusammen den Zoo besuchen in Adelaide. Ein richtig cooler Ausflug. Ich habe den echt gut in Erinnerung. Der eine Moment, wo die Kamera ins Gehege gefallen ist, unvergesslich. Ich lache mich heute noch tot. Nicht böse, sondern einfach, die Situation war echt richtig cool. Ja. Die liebe, nette Dame habe ich kennengelernt. Insel neben Madagaskar, wir hatten einen Umsteigtag. Und wir waren auch hier wieder in einem Tierpark unterwegs, sehr großer Tierpark mit großen Gehegen, das ist so. Und ich glaube, sie reiste, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, sie reiste nicht alleine, aber dieser Ausflug war sie alleine. Und dadurch haben wir uns einfach ein bisschen kennengelernt, das war echt richtig toll. Ja. Einen weiteren Gast, von dem ich jetzt kein Foto habe, möchte ich aber trotzdem kurz erwähnen. Ich weiß gar nicht, da blende ich mich jetzt einfach selber rein. Den habe ich, einen lieben Herrn aus der Ex-DDR. Das weiß ich, weil er das so gerne erwähnt hat aus der Ex-DDR. Den habe ich sehr oft beim Frühstückessen gesehen und auch war oft mit ihm am selben Tisch sogar, einem Zweiertisch. Das war ein richtig cooler Herr. Er hatte, so wie ich das verstanden habe, damals mal früher irgendwo im Lotto gewonnen und hat sich jetzt entschieden, auf die Weltreise zu gehen. Hat, glaube ich, Frau und Kind gefragt, ob sie mitwollen. Beide wollten nicht. Also hat er gesagt, dann gehe ich halt alleine, ist mir auch egal. Und das war ein richtig cooler Mensch. Also der hat wirklich alles
geliebt und genossen und ich habe ihn, glaube ich, nicht einmal über irgendwas reklamieren hören, sondern er hat wirklich einfach, er hat es geliebt, herauszugehen, ein Restaurant zu suchen und lokale Sachen zu essen. Das ist so, ich glaube, das war so sein Ding. Er konnte kein Wort Englisch, aber seine Art war so cool, dass er einfach alles bekommen hat, was er wollte. Also dann ging er, ich habe ihn einmal erlebt, wie er, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich weiß es echt nicht mehr. Wir waren noch im Hafen, wir kamen zurück von einem Ausflug, er war da auch so im Souvenirshop drin und er konnte kein Wort Englisch, aber er hat halt da verhandelt und getan, ja, er will jetzt diese Tasse, aber er hat so viel Geld oder so viel oder jenes und ja, und es hat alles geklappt. Es haben alle gelacht am Schluss, es waren alle glücklich, obwohl niemand sich gegenseitig verstanden hat. Also einfach seine Art war so höflich, freundlich, gastfreundlich, es ist unbeschreiblich. Also es war wirklich, war ein richtig cooler Herr, von dem her habe aber leider nie ein Foto gemacht mit ihm. Dann haben wir ein weiteres Foto, wie ihr seht, wir hatten einen Saxophonkurs an Bord mit ein paar Gästen, haben dann zusammen ein bisschen Saxophon gespielt. Wir sind sogar einmal aufgetreten im Theater, von dem her, ja, das war richtig cool. Das ist eine coole Erinnerung und zwar in Perth in Australien. Ich war etwa 6 Monate vor der Weltreise mit meiner Mutter unterwegs auf der Mein Schiff 3 von Singapur nach Dubai und haben dort ein Paar kennengelernt, ihn mit seiner Frau und 2 Kinder, die alle Deutsch sprechen, aber eigentlich in Australien leben. Also ich glaube, er kommt von Australien und sie ist Deutsche, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber beide sprechen gut Deutsch. Also auch er spricht absolut genial Deutsch, überhaupt kein Thema. Und die haben mir angeboten, weil sie hörten, dass ich eine Weltreise mache, dass wenn ich dann nach Perth komme, sie mir die Region zeigen. Und das war unglaublich. Das war dann wirklich, das haben wir auch so gemacht. Er hat mich, wie gesagt, am Ausgang so erwartet, also mit der Schweizer Fahne. Hallo, ich warte, bis du da bist. Und das war richtig cool. Also ich war dann wirklich mit ihr und den Kindern unterwegs. Wir haben einen Tierpark angeschaut, wir waren in einer Eisdiele und so weiter. Also wirklich einiges gesehen. Er hat mir dann am Schluss noch ein bisschen das Hafengelände gezeigt. Also eigentlich schon am Anfang ein Teil vom Hafengelände. Und am Schluss sind wir dann sogar noch auf dem Hafengelände auf das höchste Gebäude, auf die Dachterrasse hoch, wo man echt nicht draufkommt normalerweise, wenn du nicht dort arbeitest. Das war wirklich richtig cool, also das hat mir richtig gefallen. Dann hier, zum einen die verpixelte Person habt ihr eigentlich schon gesehen. Ich weiß aber, dass sie eigentlich nicht gerne groß so im Internet präsentiert wird. Und weil sie das Zentrum des Bildes ist, habe ich sie einfach verpixelt, seid mir nicht böse. Das war in Chile. Warum ich dieses Foto zeige, ist eigentlich die Dame rechts, die Sonja. Ich habe leider kein anderes Foto mit ihr gemacht oder nicht gefunden. Mit ihr habe ich heute noch Kontakt und habe sie auch wieder getroffen auf anderen Reisen. Sie hat mich echt in gewissen Sachen extrem inspiriert. Also es ist so, ich habe mich mit der Zeit auf dieser Reise immer mehr aufgeregt über reklamierende Gäste. Und sie war so für mich ein Beispiel des Gegenteils. Also ich mag mich zum Beispiel echt noch so an eine Story mit ihr auf den Osterinseln. Wir hatten gefühlt eine 6-stündige oder 8-stündige Tour, also echt eine längere Tour auf den Osterinseln, haben vieles gesehen. Und wie man es hier vielleicht so sieht, sie hat so einen Gehrolli, weil sie nicht ganz so beweglich ist. Und dadurch konnte sie aber nie alles sehen. Das ist so, also beispielsweise wir kamen an der Werkstatt, hieß es, übersetzt auf Deutsch, bei der Osterinsel an, also wo diese ganzen Figuren hergestellt wurden und dann irgendwo hin transportiert wurden. Und das ging halt ein bisschen hoch. Und für sie war das kein Thema. Sie ging einfach so weit, wie sie konnte, hat dann irgendjemand gefragt, den Scout oder mich oder sonst irgendjemand vielleicht, der den Fotoapparat mitnimmt,
dann weiter hochnimmt und hat die Sachen ein bisschen von näher fotografiert und so, dass sie einfach auch eine Erinnerung hat. Aber war eigentlich glücklich. Saß dann da unten oder stand da unten, hat gewartet und geschaut und war einfach freundlich, fröhlich und hat die Zeit genossen. Und an diesem Berg, es war wirklich gefühlt 10 Stufen, 20 Stufen, gab es halt andere Gäste in meinem Team oder in unserem Team und unserem Ausflug. Und man so, was, da stand aber nicht drin, dass ich jetzt da hochlaufen muss und so. Was für ein Scheiß ist das denn? Das müsste man schreiben, dass man da noch hochlaufen muss und so. Und das sind so die Personen, die mich immer sehr aufgeregt haben. Wenn ich einfach denke, du Arschloch, du siehst gerade die Osterinseln, 99% der Welt wäre gerne irgendwann mal hier, können sich das aber nicht leisten, kommen nie dazu. Du siehst es und das Einzige, was du machen kannst, ist reklamieren, dass du 10 Treppen hochsteigen musst. Sowas darf nicht existieren. Und dann sieht man halt sie kann nicht da hoch, es geht nicht, es ist einfach nicht möglich, aber sie genießt es, sie reklamiert nicht, sie ist nicht böse, sie ist nicht sauer, sondern sie genießt es in vollen Zügen. Und das war halt echt richtig cool. Das war wirklich eine richtig coole Person oder ist eine richtig coole Person von dem her. Das habe ich echt richtig toll in Erinnerung. So, und dann noch die letzten 2 Fotos. Ich habe immer wieder mal Guides gesehen, immer wieder Guides getroffen und so weiter, überall. Also es gibt viele. Ich habe aber von den wenigsten Fotos eigentlich von niemandem, außer jetzt hier aus Südafrika, aus Kapstadt. Hier waren wir auf dem Tafelberg. Und diese liebe Herr hat uns damals dann wirklich den Tafelberg oben drauf ein bisschen gezeigt, einfach mir und der Scoutin. Eigentlich konnte jeder auf seine eigene Faust das erkundschaften und uns beiden hat er dann aber das Ganze noch ein bisschen persönlicher gezeigt und das war echt richtig cool. Ja, ich kann echt sagen, wie gesagt, ich habe viel mehr Leute kennengelernt, getroffen hier auf dieser Weltreise. Ich habe aber leider keine Fotos davon und von dem her denke ich einfach mal so, ja, werde ich sie leider auch nicht mehr erwähnen, weil ich aber auch nicht mehr alle weiß. Das muss ich wieder auch zugestehen. Ich habe auf späteren Reise dann wieder Leute von der Weltreise kennengelernt, die mir sagen, ja, ich mag mich erinnern, du warst mit mir auf Weltreise. Und ich denke einfach nur, ja, stimmt. Ich habe keine Ahnung mehr, tut mir leid. Waren doch über 1200 Gäste. Ich mag mich nicht mehr an alle 1200 Gäste erinnern. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Es ist ein bisschen ein Einblick, was für Leute ich kennengelernt habe auf der Weltreise. Ich habe schon bereits die Fotos herausgesucht der nächsten Reise. Wenn euch dieses Format also ein bisschen gefällt und ihr gerne mehr über Menschen sehen wollt, die ich getroffen habe, dann lasst doch einen Daumen hoch da, schreibt was dazu, dass es euch gefallen hat. Dann weiß ich auch, dass es gut ankommt. Und nehme mir auch gerne die Mühe, das ein weiteres Mal zu machen. Wie gesagt, ich habe noch einiges an Material für die nächsten Reisen. Eventuell werde ich 2-3 Mal eine Reise zusammennehmen, weil ich nicht immer ganz so viel fotografiert und gefilmt habe. Aber ja, ich hoffe, das war toll, es war okay. Ich danke ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr so lange zugeschaut habt. Ich weiß, es ging leider wieder etwas länger und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bye bye!